912 Magazin. Alles rund um den Uhrzwölfer. Kasper von Porsche Classic und liebe Grüße an Horst TV. Liebe Porsche 912 Freunde, herzlich willkommen zum 912 Magazin. Alles rund um den Uhrzwölfer. Heute mit Member Klaus-Dieter Müller und seinem burgundroten Uhrzwölfer beim Classic Data Gutachter. Wir warten Milena um 912 Grüße. Wir lernen zwei 912-Fahrer im Kabelwerk Behlen kennen. Helge Ohmes flippt bei den Uhrzwölfern aus und von mir gibt's noch wertvolle Tipps rund um die Aufklebersituation im 912 Motorraum. Seit wenigen Tagen ist unser Member Klaus Dieter stolzer Besitzer eines 69er 912 Coupés. Ich treffe ihn am Oldtimer Park Lippe, wo der TÜV-Sachverständige Siegfried Zimbal nach Terminvereinbarung auch Classic Data Gutachten durchführt. Hallo, Klaus-Dieter Müller. Ich habe mir den Wagen am Feiertag, am 1. aus Siegen abgeholt. Jetzt machen wir gerade ein Kurzgutachten für die Versicherung, damit ich den, wenn es geht, morgen anmelden kann. Okay. Ja, und dann wollen wir mal gucken, dass es weiterläuft. Es sind noch einige Kleinigkeiten zu machen und die werde ich jetzt über den Winter hoffentlich erledigt kriegen. Klaus-Dieter, was haben wir da für ein Baujahr? Baujahr 69, Baujahr Ende 68, Erstzulassung 1,69. Okay, aber wir haben ja hier schon das Modell 69, weil ich sehe, der hat keine Dreiecksfenster mehr, die ausstellbar sind vorne. Genau, der hat auch den langen Radstand. Ja, er hat hinten schon die, ich sage mal, Katzenaugen. Von 65 bis 68 gab es diese Katzenaugen noch nicht an den rückwärtigen Stoßstangen. Ja, ich bin zufrieden und wollte jetzt mal richtig loslegen. Ja. Ja, ich habe ja lange gesucht mit Mithilfe von Michael Dünschede, Unserem technischen Direktor, wie ich immer sage. Dem technischen Direktor. Ja. Und wir sind ja eigentlich durch ganz Deutschland gefahren, haben uns 7 Autos angeschaut mit dem, und der war von den 7 vom Zustand her und von der Originalität der beste. Der kommt ursprünglich aus Amerika, ist aus dritter Hand nachweisbar und ist seit 27 Jahren in Deutschland. Ich habe gehört, du hast auch sämtliche Belege seit 69 in einer Akte. Genau. Und kannst also genau praktisch die Historie nachweisen. Ja, genau. Was sagt denn der Classic Data Gutachter? Kommt er durch? Wird schwierig. Wird schwierig. Ja, wird schwierig, meinte Siegfried Zimbal wohl mehr scherzhaft, denn zum Schluss hat's für Klaus Dieters 69er Coupé doch zu einer befriedigenden Zustandsnote gereicht. In einer Oldtimer-Versicherung steht nichts im Wege. Der Technoklassiker lerne ich Milena Tosi Brandi kennen. Die quirlige Italienerin hat 5000 Freunde auf Facebook und ist in 900 Gruppen. Also die ideale Basis zum Vertrieb ihrer Klamotten. Das scheint nicht schlecht zu laufen und so hat sie es zu einer beachtlichen Porsche-Sammlung gebracht. Natürlich hat sie auch schon bei uns in der Facebook-Gruppe mehrfach angeklopft, aber solchen Geschäftsleuten wollen wir nach unseren Regeln kein Verkaufsforum bieten. Wahrscheinlich kennt sie nicht mal ein 912, oder? Hören wir mal. Good morning, I am Milena of Original Race. My company is Original Race is site in Republic of San Marino. Okay? Yes. Yes. This is my T-shirt. You want to see T-shirt? Okay. Okay. And
the file of Essen is a beautiful file. It's make more business to in the original race. Stop. I have a little question. Would you greet the Porsche 912 group, Ur-12er? 912. 912, not 924. See? Okay. I have in original race 6 Porsche. 911, 924, 944, 914 GT and 911S and then RS. But not 912. Not, but That's missing. 912, no, I don't have. Yeah. But would you greet our group? The Porsche 912 group? I need, From Milena? Yes. Okay, I need also. please do it. I need, there is a 912 in France, in Germany, in Italy, in Deutschland, Yes. and in Norway, in all the world. Do you know Mike Sponsor from Italy? No. It's a musician. He is a member of our group. No, I don't know. Okay. I'm sorry. Milena, thank you. Thank you. Wish you bye. good luck here. Samstagmorgen bei tollstem Wetter, guckt euch das an. Ich stehe im Museum, im Automuseum Prototyp hier bei uns und wir haben heute zu Gast die Ur-Porsche 912-Freunde mit, ich glaube, 15, 16, 17 Autos. Total klasse. Super nette Leute, hat viel Spaß gemacht. Ich habe die gerade durch die Sammlung geführt und ja, guckt euch diese Autos an und guckt euch dieses Wetter an. Das ist der Hammer hier bei uns heute. Also, bis dann. Lieber Helge, Ur-Porsche 912, Freunde, ist nett gemeint, aber geht gar nicht. Wie heißt das richtig? Porsche 912 Group, Ur-12er! Am Kabelwerk in Beelen lerne ich die Porsche-Fahrer Jochen und Horst kennen. Und der Hammer, beide sind hier mit einem Porsche 912 Ur-12er. Mein Name ist Jochen Grähler, ich war ein 12er Baujahr 67 und grüße die 912er Group Ur-12er. Mein Name ist Horst Pferdengötter aus Beelen. Ich habe einen 1966er Porsche 912 und grüße die Porsche 912 Ur-Group Ur-12er. Wunderbar. Ja. Danke dir. Ja, okay. Und, Okay, die sind ja auch schon. Kennt ihr diesen aus Amerika hier, den Zottel? Magnus Walker. Magnus Walker, ne? Seitdem der da ist und auch von der Porsche AG praktisch eingeladen ist. Also letztes Jahr, vorletztes Jahr war das, ne? Genau. Und da habe ich ihn auch interviewt. Ja. Und da hat er mir gesagt, ich bin von der Porsche AG eingeladen, obwohl ich hier Löcher in die Griffe bohre und hinten alles anders mache. Seitdem geht alles, finde ich. Ja. Ne? ja, ist mittlerweile kann man machen. Man kann auch, ich habe einen fertig gemacht, der hat ein G-Modell und spätes auf F-Modell umgebaut, habe die S-Sitze eingebaut. Ja, und alles das ist auch so ein Trend ja im Moment. Ja. Aber in Amerika gibt es ja auch diese Air Group. Ja, die haben ein gutes Video, ne? Die fahren ja nur solche Eis gemacht. 6 Zoll Stahlfelgen. Ich habe auch die Fuchsfelgen, aber mittlerweile finde ich das schon interessanter in Stahlfelgen. Ja, Stahlfelgen interessanter als Fuchsfelgen, das wird unseren Robert von der Sektion Süd natürlich freuen. Da gibt es immer mal wieder heiße Diskussionen, welche denn nun besser zum Porsche 912 passen würden. Die Fuchsfelgen oder die Stahlfelgen. Ein ewiges Thema. Hier beim Kabelwerk hatte ich wie immer ganz zufällig das 912 Action Banner dabei. Und unsere langjährigen Members Dirk Binnewitt und Jürgen Freier-Hohmann hatten endlich Gelegenheit zum Signieren. Classic Index EU signiert, das Porsche 912 Banner. Genau. Mach noch irgendwie noch einen Jürgen FH dahinter wenigstens. Das war besser. Classic Index EU. Ja, super. Wir danken dir. Zum Schluss will ich euch noch etwas über die Motorraum-Aufklebersituation beim Porsche 912 erzählen. Da sind ja immer wieder Unsicherheiten. Da werden wir ständig in der Gruppe gefragt, was ist richtig, was ist falsch. Und ich zeige euch jetzt, was richtig ist. Ja, was gab es für Aufkleber? Das ist eigentlich ganz einfach. Es gab nur 4 Aufkleber. Be cool, only 4. Und zwar einmal den Ventilspielaufkleber. Dann hier auf der Zündspule, die ja auf dem Kopf eingebaut ist beim 912, entsprechend auch der Bosch-Aufkleber auch auf dem Kopf. Und dann hier beim Ölfiltergehäuse
Da haben wir noch einen Aufkleber Fram, bei manchen auch H. Das kommt ganz drauf an, was für ein Pott bei eurem 12er verwendet wurde. Ja, ihr müsst einfach nur mal vielleicht die Schraube hier lösen und dann habt ihr 12 oder 16 mm. Da steht aber alles dezidiert nochmal auf der Registerseite, welchen Aufkleber ihr dann hier genau draufkleben müsst. Ansonsten hat die deutsche oder die Europa-Ausführung keine weiteren Aufkleber, außer, und den habe ich auch erst ganz spät entdeckt, und zwar im Handbuch, da wird auf diesen Aufkleber noch hingewiesen, das ist der Einlassaufkleber. Den sieht man also, wenn man von oben fotografiert, gar nicht, nur auf der Seite. Also 4 Aufkleber in eurem Motorraum und Schluss. Und dann gab es ab 67 den Unterschied zu den US-Modellen. Die haben dann, nachdem der verstärkte Motorträger eingebaut wurde, da noch einen zusätzlichen Aufkleber, nämlich den sogenannten Abgasentgiftungsaufkleber. 67, 68 dann mit rotem Rand und ab 69 wurde das geändert in einen schwarzen Rand. Und auch bei den 69ern kam dann zusätzlich noch ein Reifendruckaufkleber dazu. Dieser Aufkleber Reifendruck hat hier gar nichts verloren. Beim Heckabschlussblech ist beim 912 gar kein Aufkleber vorhanden. Lediglich beim US-Modell wurde ein Reifendruckaufkleber direkt links neben das Schloss eingeklebt. Das ist hier auch falsch, aber ich konnte das hier nicht wechseln, weil hier ein Aufkleber sitzt, der mit Klarlack überlackiert wurde. Das hätte ich sonst gelassen, weil ich vergesse jedes Mal den Reifendruck und das ist eigentlich ein ganz sinnvoller Aufkleber. Ansonsten ist beim 912 auf dem Heckabschlussblech kein weiterer Aufkleber, im Gegensatz zum 911, wo ihr ja hier alles immer vollgeklebt seht. Ja, das war's eigentlich. Also, 4. Be cool, drive 4 und auch 4 Aufkleber. Das ist original bei den deutschen Ausführungen. Das 912 Magazin. Alles rund um den Uhrzeigersinn.